Die weltweite Energienachfrage, die explodiert. KI, Rechenzentren, E-Mobilität und die Industriewende, die saugen den Strommarkt aktuell ganz schön leer. Und während alle nach grüner Energie schreien, scheitern viele Technologien auch an einem Problem: verlässliche Grundlast rund um die Uhr. Aber was wäre, wenn man ein Kernkraftwerk auf einem LKW liefern könnte? Genau das ist die Idee von Nuscale Power. Das Unternehmen entwickelt nämlich Mini-Atomkraftwerke, sogenannte Small Modular Reactors, kurz SMRs. Und ob dieses Geschäftsmodell von Nuscale fit für die Zukunft ist, ob sie überhaupt profitabel sind oder sein könnten und ein paar Zahlen, Daten, Fakten, das schauen wir uns heute an. Und los geht's mit Teil 1. Was ist denn eigentlich im Moment gerade los mit der Aktie? Der Aktienkurs ist ja auch in letzter Zeit ganz schön angestiegen. Zuvor aber noch ein kleiner Disclaimer vorab. Ich gebe hier auf meinem Kanal natürlich keine Anlageempfehlung, sondern möchte euch einfach Aktien vorstellen und mit euch darüber diskutieren. Ja, diese Nuscale Power Modules, das sind kompakte Reaktoren, die in der Fabrik schon vorgefertigt werden und dann modular halt aufgebaut werden können, wie ein Energiesystem aus Legosteinen. Ein Standardkraftwerk basiert bis zu 12 Module, die man alle einzeln aneinander stecken kann und damit auf insgesamt 924 Megawatt Leistung kommt. Das ist ungefähr genug für eine Großstadt oder ein hyperskalierendes Rechenzentrum. Und Nuscale will damit nicht weniger als die Zukunft der Energieversorgung neu zu definieren. Doch klappt das wirklich oder bleibt das nur ein Traum? Ja, Nuscale hat schon eine große Vision, aber bislang leider nur einen tatsächlich zahlenden Kunden, nämlich RoPower Nuclear aus Rumänien. Das ist ein Joint Venture zwischen dem staatlichen Energieversorger Nuclear Electrica und dem Privatunternehmen Nova Power und Gas. Und geplant ist halt ein kleines Kraftwerk mit Nuscale-Modulen am ehemaligen Kohlekraftwerksstandort in Doicești. Das ist das erste SMA-Projekt auch innerhalb Europas. Das klingt erstmal vielversprechend, aber das Projekt geht erst frühestens im Jahr 2029 ans Netz. Bis dahin erfolgt erstmal keine Stromlieferung und auch kein direkter Umsatz durch den Strom. Und noch dazu kam dann auch ein Rückschlag aus den USA, denn das eigentlich viel größere Vorzeigeprojekt war in Idaho, gemeinsam mit UAMPS. Das wurde im Jahr 2023 komplett gestoppt. Die Gründe waren, dass die Kosten einfach explodiert sind. Dort hat sich Nuscale auch ein bisschen verschätzt. Von anfangs vermuteten 5 Milliarden Dollar haben sich die geschätzten Kosten auf 9 Milliarden Dollar erhöht, da als man schon angefangen hat, quasi die erste Baugrube auszuheben. Und zu hohe Strompreise aktuell waren dann auch der Grund, dass sich das einfach nicht lohnt und es wäre günstiger gewesen, das Projekt komplett mit Solarkraftwerken zu versorgen. Deswegen Stopp. Die Aktie ist danach auch erstmal so richtig abgerauscht und lag auch lange Zeit wirklich auf dem Tiefpunkt. Keiner hat mehr groß dran geglaubt. Und dann jetzt erst seit kurzem ist sie wieder richtig kräftig angestiegen. Und dieser Anstieg, der rührte daher, da sie ein neues 77 Gigawatt Moduls als erster Anbieter von SMA-Technologie von der US-Atomaufsicht auch zertifizieren lassen konnten. Das hat diesen Anstieg auch wieder verantwortet. Die Grundzulassung für deren Module mit kleinerer Leistung, die gab es schon im Jahr 2020. Auch da waren sie schon der erste zertifizierte SMA-Anbieter der USA. Und die Investoren hoffen natürlich auch, dass weitere zahlende Kunden hinzukommen. Bis jetzt hatten das ja nur in Rumänien einen zahlenden Kunden, aber es existieren über 100 vorab Willenserklärungen mit Nuscale zusammenzuarbeiten, unter anderem in Ländern wie Polen, Kasachstan und auch Bulgarien. Aber auch Industrieplayer im Wasserstoff-, Stahlbereich oder auch für Rechenzentren haben bereits diese Vorab-Absichtserklärungen unterzeichnet. Das heißt aber immer noch nichts Konkretes, also sie müssen keinen Vertrag unterschreiben. Es ist einfach nur so eine Art, ja, ich könnte mir eine Zusammenarbeit vorstellen. Aber darin bestehen halt viele Hoffnungen der Investoren auch. Denn Investoren hoffen, dass Nuscale halt so einen globalen Standard für diese Mini-Atomkraftwerke wird und dass auch künftig einfach laufende Einnahmen aus diesen Serviceverträgen dann fließen werden, quasi Energie aus einem Abo-Modell. Ist aber momentan alles nur Hoffnung, Spekulation und viel Papier, denn die Verträge fehlen. Dann schauen wir doch mal, wie profitabel oder auch nicht profitabel die Nuscale Power im Moment so ist. Ja, wer in Nuscale investiert, der muss momentan starke Nerven haben, denn profitabel ist hier eigentlich noch nichts. Im Geschäftsjahr 24 lag die Nettogewinnmarge bei minus 2,1%, Eigenkapitalrendite minus 100,5%
und der Return on Invested Capital bei minus 33,6%. Das heißt, dass jeder Dollar, den das Unternehmen auch einsetzt, aktuell Geld verbrennt, statt welches zu verdienen. Ja, trotzdem sind die Umsätze leicht steigend, aber Nascale steckt halt schon in den roten Zahlen. Investoren hoffen auf einen Turnaround durch neue Großaufträge. Ja, Punkt 2, Profitabilität wäre damit abgehackt. Wir kommen schon zu Punkt 3, Belohnung für Aktionäre. Und auch da braucht man noch etwas Geduld und eine starke Überzeugung, denn es gibt keine Dividende, kein Dividendenwachstum natürlich auch. Ausschüttungsquote ist auch bei Null. Und auch eine nachhaltige Wachstumsrate ist nicht berechenbar, weil keine Gewinne erzielt werden. Kurz gesagt, wer hier einsteigt, investiert halt nicht für Cashflow aktuell, sondern für die Zukunftshoffnung. Auch bei Aktienrückkäufen ist bei Nascale keine Spur. Im Gegenteil, das Unternehmen hat immer wieder neue Aktien ausgegeben, um frisches Kapital auch zu beschaffen. Das Ergebnis sieht man hier schon ziemlich deutlich. Die Zahl der ausstehenden Aktien hat sich seit dem Börsengang im Jahr 2022 kontinuierlich massiv erhöht, zuletzt auf über 284 Millionen Stück. Für Anleger bedeutet das halt auch, dass das Unternehmen ständig verwässert und euer Anteil am Unternehmen, der schrumpft, führt zwar zu mehr Eigenkapital, aber auf Kosten der Aktionäre. Das ist aber für ein Unternehmen in so einem jungen Status eigentlich recht üblich, dass am Anfang erstmal Kapitalerhöhungen durchgeführt werden, um sich durch Eigenkapital auch einfach Chancen für mehr Wachstum aufbauen zu können. Also für junge Unternehmen ist das eigentlich üblich und von daher erstmal in dem Status nichts Verwerfliches. Ja, das Kurswachstum von Nascale, das ist durchaus sehenswert. Seit dem Börsengang am 3. Mai 2022 hat die Aktie einen echt erstaunlichen Lauf hingelegt. Über 350% Kurswachstum, trotz aller Rückschläge, trotz fehlender Gewinne, trotz verwässerter Kapitalmaßnahmen. Ja, aber den Kurs treibt einfach an, dass diese Hoffnung auf diesen Milliardenmarkt für die SMAs auch besteht und dass Nascale natürlich den Status hat als First Mover mit zertifizierter Technologie. Dann schauen wir doch mal zur Sicherheit, Punkt 4, besonders auf die Verschuldungsquote. Ja, wenn man Nascale eines nicht vorwerfen kann, dann ist es eine Schuldenfalle, denn die Gesamtverschuldung liegt bei Null. Also kein Kredit, keine Zinslast und keine kurzfristigen Tilgungsrisiken. Das Verhältnis von Verschuldung zum Eigenkapital liegt ebenfalls bei 0%. Das klingt doch erstmal beruhigend, denn im Gegensatz zu vielen wachstumsgetriebenen Tech-Firmen zum Beispiel, also verzichtet Nascale bisher komplett auf Fremdfinanzierung, sondern sie erhöhen da lieber das Eigenkapital und finanzieren sich damit. Ja. Auf dem Free Cashflow Chart sieht man, dass auch der Free Cashflow aktuell negativ ist mit minus 98 Millionen Dollar. Das heißt, Nascale verbrennt weiterhin Geld, bis dann irgendwann doch mal Aufträge geschlossen werden. Monat für Monat wird Geld verbrannt, ohne operativen Einnahmen, die das irgendwie auffangen könnten. Was mir gar nicht so schlecht gefällt bei Nascale, ist die Betrachtung des Substanzwerts und des Buchwerts, denn der Buchwert je Aktie liegt aktuell bei Nascale bei 5,29 $ und der materielle Buchwert, also der Substanzwert ohne Marken oder Patente, liegt mit 5,23 $ fast gleich auf. Das bedeutet, würde man heute alle Vermögenswerte von Nascale verkaufen und alle Schulden tilgen, beziehungsweise Schulden haben sie ja gar keine, blieben den Aktionären rund 5,29 $ übrig je Aktie. Wichtig ist aber auch, dass beide Werte in den letzten Quartalen nochmal stark gestiegen sind, was als Zeichen dafür gedeutet werden kann, dass das Unternehmen auch Substanz aufbaut, auch wenn es operativ noch Verluste macht. Dann schauen wir doch mal, wie die Aktionäre das Unternehmen aktuell so am Markt bewerten. Punkt 5, aktuelle Bewertung und Fair Value. Also bewertungstechnisch sieht es bei Nascale eher sportlich aus. Das KGV liegt bei minus 47, weil es halt auch keinen Gewinn gibt. Das Preis zum Free Cashflow-Verhältnis ist extrem negativ mit 137. Das bedeutet halt, der Aktienkurs steht in keinem gesunden Verhältnis zu den operativen Mitteln. Sie sind halt auch noch nicht profitabel. Und selbst beim Kurs-Buchwert-Verhältnis, das oft als Substanzindikator gilt, liegt Nascale bei 19, also 19 Mal so hoch wie der materielle Unternehmenswert. Also Anleger zahlen hier massiv für Zukunftsmusik. Ja, was wäre denn jetzt der Fair Value der Aktie? Aktuell notiert die Nascale-Aktie bei 39,89 € umgerechnet. Doch laut Investing Pro liegt der faire Wert im Schnitt nur bei 33,15 €. Das ergibt ein potenzielles Downside-Potenzial sogar von minus 16,8%.
bei gleichzeitig einer hohen Unsicherheit aber auch in der Bewertung, denn die Analysten sehen Kursziele in einer weiten Spanne zwischen 23 € und 45 € und die Bewertungsmodelle, die reichen sogar von 21 € bis 44 €. Also hier streiten sich wirklich die Geister oder scheiden sich die Geister. Wie heißt das nochmal? Ja, egal. Bewertet wird mit klassischen Modellen wie KGV, EV zu EBITDA oder auch Discounted Cashflow Modellen, aber die Ergebnisse liegen fast alle unter dem aktuellen Kurs. Also ist wirklich das Unternehmen schon überbewertet. Ja, wenn du selbst solche Analysen erstellen willst, auch mit klaren Modellen, mit realen Daten und auch übersichtlichen Fair-Value-Bewertungen und auch KI-Modelle mit reinziehen willst, dann schau dir gerne mal Investing Pro an. Das Tool nutze ich sehr gerne. Ich habe unten in meiner Videobeschreibung einen Link platziert. Darüber unterstützt du auch meinen Kanal. Aber während sich bei Investing Pro die Geister scheiden und streiten, kann der Aktienfinder hier noch nicht mal valide irgendein Fair Value überhaupt angeben, denn der bilanzierte Gewinn ist negativ, der operative Cashflow ist ebenfalls negativ und den bereinigten Gewinn, den kann man auch nicht berechnen. Und deswegen kommt hier der Aktienfinder auf das Fazit, dass eine aussagekräftige Bewertung gar nicht möglich ist, weil keine Kennzahl eine befriedigende Stabilität auch aufweist. Damit sind wir auch schon bei Punkt 6 angelangt, dem Vergleich mit Wettbewerbern. Der Nascale hat als erstes Unternehmen weltweit eine SMA-Zulassung in den USA zwar erhalten, aber Marktführung im Betrieb von SMA-Kraftwerken ist Nascale nicht. Denn beginnen wir mal mit dem einzigen echten SMA im kommerziellen Einsatz schon. In Russland. Rosatom betreibt seit 2020 die Akademik Lomonossow, ein schwimmendes Atomkraftwerk mit 2 Reaktoren à 35 Megawatt. Das ist stationiert im arktischen Pevek und versorgt schon eine entlegene Stadt mit Strom und Wärme. Weitere Anlagen wie der RITM 200 sollen künftig auch an Land erfolgen, zum Beispiel auch in Sibirien. Und damit hat hier das russische Unternehmen wirklich einen starken Vorsprung. Und wie sieht es im Westen aus? Ja, GE Hitachi mit 300 Megawatt baut in Kanada. Das ist im Jahr 2028 geplant. X-Energy mit 80 Kilowatt Hochtemperatur-Gasreaktor werden sogar staatlich gefördert. Auch Rolls-Royce spielt damit, denn sie bauen einen 470 Megawatt Reaktor. Der ist serienmäßig geplant, aber noch in Entwicklung, wird sogar gefördert von der britischen Regierung. Und TerraPower wird unterstützt von Bill Gates mit einem 345 Megawatt Natriumreaktor. Das ist ein Pilotprojekt in Wyoming, aber wurde auch verschoben wegen Brennstoffmangel. Und dann noch EDF CEA Nuart aus Frankreich baut 270 Megawatt Module, aber befinden sich noch in der Konzeptphase. Und dann wäre dann noch zu erwähnen, Oklo aus den USA ist ein echter Exot unter diesen SMA-Herstellern, denn sie bauen Mikro-SMAs, so Mikroreaktoren mit nur 1,5 Megawatt Leistung. Und sie haben dabei spezielle Zielgruppen, Militärbasen, Raumfahrt und auch abgelegene Standorte, wo du wirklich auf engen Raum, aber wirklich stabil und unabhängig Strom liefern willst. Das läuft extrem kompakt, sie brauchen keine Kühlung, aber sie stecken noch extrem in der Frühphase, sind aber auch sehr stark gehypt in der ganzen Tech-Szene. Fazit? Ja, nur eins der SMAs ist tatsächlich schon am Netz, nämlich das von Rosatom in Russland. Alle anderen, auch Nascale, befinden sich noch in Entwicklungs- oder in Planungsphasen und keiner dieser Anbieter ist profitabel, noch nicht. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen möchtet und euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Gefällt mir da und abonniert auch meinen Kanal. Das motiviert mich auch, weitere Videos zu drehen. Ja, Nascale ist schon eine mutige Wette auf die Zukunft mit einer zertifizierten Technologie, zwar in den USA, einem Milliardenmarkt auch vor Augen, aber bisher nur mit einem Kunden, der irgendwann mal Zahlungen leistet. Das Unternehmen bietet viel Vision, Mini-AKWs für Rechenzentren, für Industrie, für Wasserstoff, aber auch für Militär, aber birgt auch viele, viele Risiken wie hohe Verluste, extreme Verwässerungen, gescheiterte Projekte aus Kostengründen in der Vergangenheit, die müssen sich echt noch beweisen. Und für Investoren ist Nascale eher so eine Story-Aktie, also man kauft die Zukunftshoffnung und noch keine derzeitigen Zahlen.
Aber wer daran glaubt, dass SMAs unsere Energieprobleme auch lösen können in der Zukunft, der könnte hier schon früh dabei sein und davon auch profitieren in der Zukunft. Und alle anderen warten besser noch ab, bis Nascale endlich liefert. Und bildet euch selbst eure Meinung. Mich würde auch eure Meinung mal interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Nascale-Aktie haltet. Ich bin darin nicht investiert. Ich bin aufgrund eines Kommentars von einem meiner Abonnenten, von Juan, darauf aufmerksam gemacht worden. Und danke, Juan. Ja, so habe ich das Unternehmen auch mal kennengelernt, konnte es euch vorstellen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann wäre ich auch schon am Ende meines Videos angekommen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal und ciao, ciao.